Hallo Frau Livieri, Hallo? wir sind jetzt ungefähr 7 Monate nach Ihrer FFS und ich hätte dazu ein paar Fragen. Die erste wäre, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie eine FFS machen lassen wollten? Also die Probleme waren hauptsächlich, meine Stirn war sehr ausgeprägt, sehr männliche Züge hatte ich gehabt, meine Nase sehr groß und mein Kinn auch sehr breit. Und das hat natürlich überhaupt nicht zum ganzen Passing gepasst. Und das war von Anfang an eigentlich schon klar, dass ich irgendwann mal so eine Operation machen werde. Und ich habe halt gemerkt mit der Zeit, dass auch die Leute, die mich anschauen, eher ja, so negativ mich anschauen, also mit angewiderte Blicke, mit zum Teil auch Beschimpfungen. Und das hat mich natürlich auf jeden Fall dazu entschlossen, dass ich so eine OP auf jeden Fall machen muss. Ja. Genau. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich eigentlich nur Positives gehört habe im Internet, sowie von anderen Transsexuelle sowie Transgender eigentlich, die mir sie empfohlen haben, genau. Und was hat die OP Ihnen gebracht? Die OP hat mir sehr viel gebracht, ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ich gehe anders zu den Leuten hin, die Leute gehen aber auch zu mir anders hin als vorher, also nicht mehr so schockiert, mehr so, ja, irgendwie freundlicher zu mir, so nach dem Motto, das passt einfach jetzt so wie es ist. Und vorher war es mehr so, ja, man muss tolerant sein, aber es passt irgendwie nicht. So nach dem Motto kam das mir ein bisschen rüber, das Ganze. Und jetzt sind halt wirklich, ich merke schon, dass die Leute tatsächlich sagen, dass ich es geschafft habe. Also dass ich angekommen bin, sage ich jetzt mal so. Ja. Sind Sie nochmal misgendert worden nach der OP? Kann ich jetzt so hundertprozentig nicht beurteilen, weiß nicht, wie die Menschen, also ich werde schon angeschaut draußen von den Menschen, wie das jetzt, ob die mich misgendern, kann ich nicht beurteilen von den Blicken, aber ist mir nicht mehr passiert eigentlich, dass jetzt Keine negative Sachen. keine negativen Sachen, genau. Also ich wurde immer mit als Dame angesprochen und das ist natürlich schon wirklich sehr viel wert. Ja. Ja, Darum geht es hauptsächlich. Ne? genau. Ja. Können Sie vielleicht noch was erzählen über Ihr Aufenthalt hier im Gästehaus? Im Gästehaus ist halt wirklich sehr schön, sehr angenehm, wie ein Hotel. Was gibt es noch? Essen war auch wirklich sehr lecker und toll, auch wenn ich anfangs nicht viel essen konnte. Die Versorgung ist auch top. Also die Petra ist sehr lieb und nett. Die Krankenschwestern, die da waren, waren auch sehr lieb und sehr nett. Wirklich, haben wirklich alles dafür getan, dass sie auch keine Schmerzen hatte. Ja, genau. Ja, zu den Schmerzen, können Sie dazu noch was mehr sagen? Hatten Sie Schmerzen? Wie stark waren die? Wie lange Anfangs hat's ein bisschen was an den Zähnen, ansonsten eigentlich auch die Dauer eigentlich gar nichts mehr eigentlich. Das ging nach 1-2 Tagen weg. Ja. Ja, Und- ansonsten nichts mehr. Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder, sagen wir mal, arbeitsfähig waren? 6 Wochen. Ja. Ja. Also es kommt darauf an, was für eine Arbeit, also denke im Büro schon wahrscheinlich früher sogar, aber bei meinem Fall 6 Wochen. Ja, genau, konnte ich eigentlich wieder arbeiten. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde es sein? Ein Rat. Ich hätte es lieber gleich von Anfang an machen sollen, die OP. Also wirklich an den Tag, wo ich mich entschlossen habe, tatsächlich diesen Weg zu gehen, hätte ich eigentlich als allererstes diese OP machen sollen. Ob es natürlich jetzt richtig ist, ob es gut ist, wenn man das vor dem ganzen Alltagstest das Ganze macht, weiß ich jetzt nicht. Aber es hätte mir einiges an, wie soll ich sagen, an depressive Verstimmungen, glaube ich, erspart, was mir so die letzten Jahre wieder geklärt ist, genau. Ja. Oder widerfahren ist. Eine letzte Frage, wenn Patientinnen, die Interesse haben an einer OP bei uns, mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten über E-Mail, wäre das okay für Sie? Ja, wäre okay. Das ist sehr lieb.
Vielen Dank fürs Interview. Bitteschön.